Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin's, der Stefan von Stucki und heute, ja, es ist noch recht dunkel draußen. Wir haben es jetzt kurz vor 7 Uhr. Geht's auf zu meinem Kumpel Timo. Der hat mich eingeladen, bei ihm Maultaschen zu produzieren. Der macht es immer im größeren Stile und das ist natürlich was ganz Interessantes. Da muss ich dabei sein. Und wie das Ganze aussieht und was wir dort machen, das seht ihr jetzt. So, hallo, jetzt sind wir da, jetzt sind wir bei meinem Freund Timo und jetzt geht es auch gleich los mit der großen Maultaschenproduktion. Er hat heute sowas angedeutet von wegen, es werden locker gute 100 Kilo oder auch mehr. Lassen wir uns mal gespannt sein. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Der ein oder andere wird die Vorgeschichte wissen. Ich komme ja aus der Metzgerei, habe früher selber eine Metzgerei gehabt, deswegen ist da eine Verbundenheit zu ihm da und er hat auch eine Metzgerei und da kann er doch dann nachher gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ich zeige euch jetzt mal hier ein bisschen die heiligen Hallen vom Timo. Alles große Maschinen, wie man es so kennt, was man so im guten Handwerksbetrieb einfach braucht, um dass man das tägliche Handwerk in vollem Gange ausüben kann. Also hier zum einen der riesengroße Koch- und Rauchanlage. Natürlich brauchen wir nachher den Kessel dafür, das ist dafür da. Da werden die Maultaschen nachher da drinnen gekocht. Aber das Hauptwerkzeug, was wir brauchen, das ist hier der Kutter. Mit dem Kutter hier wird quasi die Masse zerkleinert, vermischt, vermengt miteinander und damit gibt es eine schöne homogene Masse. Ja, wir haben schon mal einen Nudelteig vorbereitet, den werden wir dann hier ausbreiten und werden dann hier quasi die Maultaschen herstellen. Was brauchen wir denn eigentlich alles dazu? Also wir brauchen hier Brot, da hat der Timo seinen örtlichen Bäcker darum gebeten, ihm eine Ladung Brot zu bringen. Brötchen in dem Fall, die sind jetzt vom Vortag. Wir haben hier Lauch, schon vorgeschnitten, das ist gefrorener Lauch. Dann haben wir hier Spinat, auch schon in Portionen, das ist hier vorgeschnitten. Warum nehmen wir das hier vorgeschnitten und gefroren? Das ist einfach aus Gründen der Portionierung. Das ist einfach vom Handling her deutlich praktischer. Und natürlich jetzt respektive dazu, was der Timo reintut, das ist natürlich Rauchfleisch und eine schöne gerauchte Schinkenwurst. Jeder hat also sein eigenes Rezept, was er noch mit in die Maultaschen reinmacht. Ganz wichtig und nicht zu vergessen, wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Eier, ja, bei einer Maultasche mit Brät ist es zwar nicht zwingend notwendig, aber trotzdem gibt es so eine gewisse Geschmeidigkeit und bindet natürlich gleichzeitig auch. So, ja, nichtsdestotrotz, wir möchten natürlich auch mal wissen, wer ist eigentlich der Timo und den zeige ich euch jetzt. So, also jetzt seht ihr meinen Timo, das ist der junge Mann hier neben mir und der ist dafür verantwortlich, dass ich heute wieder mal die Chance bekommen habe, Maultaschen machen zu dürfen bei ihm und er wird sich jetzt einfach gleich bei euch selber vorstellen und mal sagen, wer er ist, was er macht, wo er herkommt und wie das Ganze so angefangen hat. Hallo, ich bin der Timo, ich habe heute Stefan zur Unterstützung eingeladen, wir haben einen größeren Auftrag, müssen einen Haufen Maultaschen machen. Und da hat mir einfach der Stefan, mein Kumpel, mal zur Seite gezogen, der mir heute Hilfe wird, einige Maultaschen zu machen. Ich bin auch mal gespannt auf seine Expertise, was er mir noch für Tipps und Ratschläge geben kann. Ich habe den Betrieb jetzt seit knapp 3,5 Jahren, habe den mit 23 übernommen von meinem Vorgänger und seitdem bin ich hier Chef und kann schalten und walten, wie ich gerne möchte. So, jetzt habt ihr den Timo kennengelernt und jetzt geht's auch los. Jetzt werden wir gleich anfangen mit der Produktion. Ich werde den Timo da ein bisschen begleiten und ein paar Aufnahmen machen, so dass ihr seht, wie das Ganze vonstatten geht. Jetzt wird erstmal die Wurst und der Schinken gewolft und etwas in seine Körnung gebracht, damit es nicht mehr ganz so grob ist, dass es alles gleichmäßig wird. So, der Timo ist jetzt dabei und baut schon mal die riesige Maschine zusammen, die wir alle jetzt brauchen werden. So, jetzt seht ihr hier mal ein schöner Kutter. Der Kutter ist sowas wie ein großer Mixer,
ein Haushaltsmixer, aber bei uns natürlich in der Fleischbranche natürlich viel größer. Und jetzt baut er die Messer ein, weil das Brät, hast du das Brät schon gemacht? Aber nachher die Maultaschenmasse wird hier klein gehackt. Und wie das dann aussieht, das seht ihr später. So, wir bringen jetzt das Brot hier auf eine Körnung so groß wie Erbsen. Damit werden die Maultaschen natürlich schön luftig und locker. Das geht natürlich mit dem Kutter sehr gut. Timo, was machst du jetzt rein? Jetzt kommt der Spinat und der Lauch dazu. Also gut. Die Eier haben wir gerade schon dazugeleert. Das sieht schon mal richtig gut aus. Also da sind jetzt Eier drin, da ist jetzt Spinat drin und Lauch ist da jetzt drin. So. Jetzt bringen wir es noch drin. Bist du zufrieden? Ja, so bin ich zufrieden. So, Timo. Jetzt sag mal, was machst du denn hier rein? Ist das wieder, wie jeder so sagt, dein spezielles Hausgewürz oder was ist das? Das ist unser hauseigenes Rezept. Nach jahrelanger Tradition. Wird es gewürzt, wie zu Omas Zeiten. Und was ist da ungefähr drin? Kannst du was dazu sagen? Salz, Pfeffer, Muskat, Pfeffer, ja, hab ich schon. Okay. Für mehr darf ich nicht verraten. Also, wird ein knappes Häsle. So, jetzt kommt die Maultascheneinlage rein, quasi die gerauchte Schinkenwurst und die Schinkenspeck, um dass das einen schönen Maultaschengeschmack gibt. So, Timo, jetzt kommt das Brät rein. Jetzt kommt unser Bratwurstbrät, kaltes Bratwurstbrät rein. Okay. Vorbereitet. Jetzt langsam Untermenge. Hast du da so eine Faustformel, wo du, wie du sagst, wie viel Brät du reinmachst auf die anderen Zutaten? Ja, ungefähr die Hälfte so. Das Also geht auf aber auch nach Gefühl. also Lauch, Spinat, Brot. Genau. Und da machst du Das circa- alles zusammen, ja. gleiche Menge Wursteinlage, wo wir gesehen haben mit der gebrachten Schinkenwurst, gleiche Menge Einlage und dann quasi das Doppelte an Bratwurstbrät.
Jetzt geht's los. So schauen die dann aus. Eine wie die andere. So, also jetzt seht ihr schon, wir haben die erste Maultasche fertig und jetzt kommen sie ins Wasser rein. Dass das zügig gehen muss, bis alle drin sind, das ist ja klar, deswegen machen wir das so. So, hier sind jetzt die ersten Maultaschen schon fertig. Die liegen jetzt auf einem Gitter, damit sie schön abtrocknen können und auskühlen. Und danach geht es weiter. Aber bevor man jetzt natürlich die ganz abkühlen lässt, muss man die natürlich auch probieren. Und das mache ich mal euch. Und nehme jetzt so eine schöne frische Maultasche und probier die jetzt auch mal. Ein Traum, echt mega lecker. Schaut es euch mal an. So sieht es von innen aus ein bisschen, ihr könnt es hoffentlich sehen. Wunderbar, schön saftig, schön locker, super Geschmack, schön würzig. Kann ich euch nur empfehlen. So ihr Lieben, der Tag war sehr ereignisreich. Die Maultaschenproduktion, die war schon sehr anstrengend, aber so ist es klar, wenn man über 100 Kilo Maultasche macht. Und ich war echt froh, dass ich mal wieder seit langem dabei sein durfte bei so einer Aktion. Timo, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat echt riesig Spaß gemacht. Gell? Und nicht vergessen, der hat es mir nicht berechnet, die, was ich jetzt schon im Vorfeld dann gegessen habe, aus dem schön frisch aus dem Kessel raus. Gell? Das war echt super. Ich hoffe, ich darf mal wiederkommen. Selbstverständlich darfst du wiederkommen. Als kleines Dankeschön haben wir dir natürlich Care-Paket zusammengestellt. Ein paar Maultasche, ein paar andere leckere. Und sogar kleine Maultasche. Sehr gut, da habe ich schon die nächste Idee, was man damit machen kann. Gerne, ich freue mich, wenn du mal wieder vorbeikommst und mal wieder was machen können. Danke dir. Gerne. Bis bald. Ciao.